Ich sag mal, G-Waffen sind die unnötigsten Waffen im Spiel. Also ich habe sie selber gern. Spiele schon auch gerne mit G-Waffen. Aber man braucht sie einfach nicht zwingend. Weil sie verhältnismäßig schlecht sind. Zum Beispiel G-Stuff gibt 10% Cast-Time. Level 57 NPC Säge-Stuff. Also du kannst ihn zwar nicht beim NPC kaufen, aber es ist eine... Es ist keine NPC-Waffe, aber es ist halt... Also wie heißt es doch? Außergewöhnlicher Drop. Also höchstwahrscheinlich wird jeder Spieler einen Säge-Stuff droppen auf dem FEC. So unselten ist das Ding. Genauso wie Hyperstick ist in manchen Situationen vielleicht sogar besser als G-Stick. Gut, Crit-In-Axe ist, ist ein bisschen schwierig, weil die so ein vorgefertigtes Element-Dingens hat. Aber grundsätzlich sind diese 57er Waffen, den G-Waffen stehen die nur etwas nach. Also der größte Unterschied ist, dass sie einen niedrigeren ATK-Wert haben und halt keine Unique-Waffen sind. Da fällt es halt am meisten auf. Also der Basisschaden ist schlechter. Und bei manchen Waffen ist halt natürlich auch die Werte schlechter. Also ich meine, es gibt ein paar Waffen, die stehen den Guardian-Waffen fast in nichts nach. Wie zum Beispiel die Säge-Stuff oder Hyperstick. Wenn man Cast-Time braucht, ist Hyperstick auch 10% Cast-Time. Säge-Stuff 10% Cast-Time. Das passt. Aber gut, Crit-In-Axe, wie gesagt, da sind es tatsächlich 3 Crit-Rate und 5 STR oder 3 STR. Ich weiß gar nicht auswendig, was GX gibt. Ich glaube 3 STR. Da fehlt schon dann auch ein bisschen was, aber eben, wenn du bedenkst, was kostet dich eine GX oder was würde dich eine GX kosten? Ein Vermögen, vermutlich. Dann ist im Verhältnis dazu die 57er Waffe, die du höchstwahrscheinlich selber gedroppt hast, schon ein Schnapper dagegen. Und selbst wenn du sie kaufen müsstest, wie gesagt, da muss man halt einfach Leute fragen, hat irgendjemand eine, bevor man da auch irgendwas sauteures dann von jemandem abkauft, wird es safe jemanden geben, der die einfach gedroppt hat, mit dem man vielleicht irgendwie im Kontakt steht. Über einen Livestream oder Discord oder Gilde oder whatever. Und das heißt, G-Waffen sind eigentlich die entbehrlichsten. Vor allem, weil man sie auch nur so kurz trägt. Ich meine, vor allem auf FEC, also immer 60 bis 75 zum Beispiel, ist ja keine lange Strecke, da braucht man ja nicht ewig für. Vor allem nicht auf dem FEC, wo ja alles immer viel schneller geht. Da kann man schon behaupten, dass Guardian-Waffen farmen, vor allem wenn man es nur so für sich selber machen würde. Ich meine, die meisten werden es natürlich machen, um damit Kohle zu verdienen. Aber wenn man da Guardian-Waffen farmen würde, um für sich selber Equipment zu besorgen, ganz ehrlich würde man sagen, das ist verschwendete Zeit, weil du trägst es nicht lang genug, dass es sich wirklich rentieren würde. Dann kommt auch wieder auf die Klasse an. Ja, ich würde sagen, Hiss-Waffen sind schon interessanter als erste Waffen, die man wirklich farmen, für sich selber auch farmen würde. Aber, also Guardian kann man ohne größere Bedenken, würde ich sagen, skippen. Das ist nicht so schlimm. Und, ja. Also da würde ich mir tatsächlich nicht den Kopf drum zerbrechen und auch nicht so viel Zeit investieren. Also wenn dann Gegen eher zum Profit machen und nicht zum Eigenbedarf. Also bei Guardian. Eben vor allem wegen diesen 57er Waffen, weil das tatsächlich auch eine einzigartige Situation ist, weil du das nie wieder hast. Also diese Low-Level-Waffen, das ist ja nicht nur auf 57 so, das gibt es ja auch davor. Es gibt ja die Green-Waffen auf 15, 30, 45 und eben dann ab 60 die Unique-Waffen. Wobei auf 60 gibt es auch die CB-Waffen theoretisch. Aber dass man eben diese, in Anführungszeichen, NPC-Items droppen kann, die so gute Effekte geben, wie zum Beispiel 10% Cast-Time, das hört auch mit 57 auf. Also danach gibt es das nicht mehr. Also es gibt zum Beispiel keine NPC-Variante von Historic oder so. Das gibt es wirklich nur auf Level, also 57 bzw. 60. Dieses Äquivalent, beziehungsweise diese Möglichkeit, es zu umgehen, dass man eben keine Guardian-Waffe braucht, keine Unique-Waffe braucht und trotzdem nicht sehr viel schlechter gestellt ist. Natürlich ist es schlechter, aber es ist nicht so viel schlechter, dass man jetzt sagt, das ist überlebenswichtig. Also man kann es easy ignorieren. Und die Light-Version. Und das gibt es danach halt nicht mehr. Also bei
Klassen, ich sag mal Elementor zum Beispiel, die auf 75 halt schon nochmal ein krasses Upgrade kriegen würden. Also Elementor zum Beispiel ist wirklich so ein Beispiel, dem bringt so eine Guardian-Waffe am wenigsten, weil bei Elementor oder bei Magiern generell spielt ja diese Skill-Erweckung eine Riesenrolle. Also welche Skill-Erweckung ist auf meiner Waffe drauf? Ja, und eine Guardian-Waffe ist ja eine 60er-Waffe und alle AOE-Skills und Elementor ist ja die AOE-Klasse. Ich meine, wenn du Elementor spielst, spielst du 1000% nur AOE. Du kannst gar kein AOE-Skill darauf erwecken. Und das ist das, was letztendlich den riesigen Unterschied macht. Das heißt, ob das jetzt der Guardian-Stuff ist oder der 57er zum Beispiel, spielt absolut keine Rolle, weil eigentlich ist beides Trash. Du willst dann mit 75 einen Hit-Stuff und da willst du dann die Erweckung drauf haben. Und bis dahin reichen dir halt diese 10% Cast-Time. Passt schon, aber ja. Und so ist eigentlich bei den meisten Klassen, dass man sagen kann, ist schon nice, wenn man sie hat, aber es ist es höchstwahrscheinlich nicht wert. Und wenn die ersten G-Waffen dann für 5000, und ich denke 5000 ist wahrscheinlich noch zu wenig, für über 5000, 10.000, whatever, wie viele F-Coin über den Tisch gehen, ich glaube, dann kann man nur den Kopf schütteln und sich darüber freuen, dass man selber sagt, ich gebe mich mit der 57er-Variante zufrieden. Oder vielleicht auch mit der 45er-Variante, wenn man die 45er-Waffe gedroppt hat. Die 45er-Sachen sind ja tatsächlich ziemlich unselten. Wenn man Glück hat, droppt man die Waffe für seine Klasse. Dann ist es im Endeffekt auch das Gleiche. Genau. Also, das würde ich sagen, passt dann schon.